In diesem Video werden wir das Getriebeöl an einem Ford Focus Mk3, der mit einem Schaltgetriebe ausgestattet ist, ersetzen. Wir sehen jetzt hier den 1.6 EcoBoost Motor, das ist der EcoBoost Motor mit 150 PS. Dieses Fahrzeug ist von Baujahr 2011. Wir haben mittlerweile Januar 2023, kurz gesagt, das Auto ist fast 12 Jahre alt. Dementsprechend ist leider auch das Getriebeöl, das ist nämlich auch schon 12 Jahre alt, es wurde nie ersetzt. Wir haben bei diesem Fahrzeug keinerlei Probleme mit dem Getriebe. Das schaltet sich immer noch gut und butterweich und so sollte es auch bleiben in der Zukunft. Nach meinen Daten sieht der Ford Wartungsplan keinen Wechsel des B6 Schaltgetriebeöls vor. Das heißt, wir haben hier quasi eine typische, wie es auch bei vielen anderen Herstellern so ist, eine lebenslange Füllung. Man muss das Getriebeöl nicht ersetzen, sofern es keine Probleme mit dem Getriebe gibt. Wie gesagt, das ist nicht nur bei Ford so, haben auch viele andere Hersteller genauso bei ihren Schaltgetrieben. Und ich kann euch davor nur warnen. Denn für einen Autohersteller ist so ein Autoleben zwischen 150.000 bis 220.000. Danach ist für den Hersteller das Autoleben quasi vorbei und der Kunde möge sich ein neues Auto kaufen. So quasi die Umgangssprache, allerdings wird euch das kein Verkäufer so direkt sagen. Von daher empfehle ich euch, wechselt das Getriebeöl bei einem Schaltgetriebe, je nachdem wie stark ihr das Getriebe beansprucht, zwischen 100.000 und 120.000. Sicherheitshalber einmal wechseln und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Denn so ein Getriebeöl verschleißt, genauso wie das Motoröl und alle anderen Flüssigkeiten, Hydrauliköl etc., das verschleißt über die Zeit. Ein Getriebeöl nicht so schnell und so extrem wie ein Motoröl, aber es ist auch Verschleiß ausgesetzt. Denn das Getriebeöl hat auch diverse Additive und Zusätze, um gewisse Eigenschaften zu erfüllen. Beim B6 Schaltgetriebe, wir haben 6 Gänge, wir haben 1,6 Liter Füllung und wir haben mit 150 PS Turbo aufgeladen, natürlich auch ein entsprechendes Drehmoment, wo das Getriebe immer seinen Dienst verrichten muss zu verschiedenen Temperaturen und Jahreszeiten. Daher empfehle ich euch, wechselt das Getriebe vorsorglich, auch wenn ihr keine Probleme habt, damit es auch in nächster Zeit so bleibt. Zum Getriebeöl selber, ihr müsst darauf achten, dass das Getriebeöl, das ihr einfüllt, unbedingt zum einen die Viskosität enthält, aber auch die Freigabe des Herstellers. Ich denke mal, diese Pumpe werden wir benutzen, weil ich glaube, man kommt unten schlecht ran. Wie gesagt, ich habe einen Getriebeölwechsel am Ford B6 Motor noch nie gemacht. Ich vermute aber, man kommt mit dem Öleinfüllen über die Flasche nach unten nicht so bequem hin. Könnte sein, dass wir da keinen Platz haben. Muss ich mir gleich unten anschauen. Daher, bei Bedarf werde ich dann diese Pumpe hier verwenden. Dann sollte das passen. So eine Pumpe ist nicht gerade teuer, kostet glaube ich um die 15 bis 20 Euro. Aber ist für alles Mögliche gut zu gebrauchen. So, ich befinde mich jetzt unterm Auto. Ich habe jetzt hier gerade eben die Motorhalter gewechselt. Das heißt, das entsprechende Video findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktuell bin ich dabei, das Getriebeöl zu ersetzen. Und wir sehen hier das Getriebe. Hier oben sehen wir die Öleinfüllschraube. Das heißt, hier werden wir frisches Öl einfüllen. Hier weiter unten, und zwar an dieser Stelle unter der Antriebswelle, hier unten sehen wir die Ölablassschraube vom Schaltgetriebe. Um die Schrauben zu lösen, benötigen wir einen Inbus auf 8. Also ich habe jetzt hier einen Inbus auf 8. Das ist quasi so ein Biteinsatz und das ist ein universaler Bithalter. Das Ganze wird einfach hier eingesetzt und dann kann man das Ganze entsprechend aufschrauben. Stellt sicher, bevor ihr diese Schrauben löst, dass innen der Dreck draußen ist, damit dieser Bit richtig sitzt. Das ist ganz entscheidend, denn sonst kann es passieren, dass ihr euch die Schraube hier abnudelt. Das gleiche auch hier oben, wobei hier oben haben wir noch den Kabelbaum vom Steuergerät. Das Ganze müssen wir dann entsprechend etwas zur Seite drücken. Nicht zu viel drücken, weil sonst könnt ihr euch die Kabel da innen beschädigen. Aber wir müssen hier rein auf jeden Fall. Falls ihr euch wundert, wieso diese Schrauben einigermaßen sauber sind, die und die hier, liegt daran, dass ich diese Schrauben mit Bremsenreiniger gerade gesäubert habe und mit einem Lappen habe ich die gesäubert, damit hier nicht zu viel Dreck ins Getriebe kommt. Also ganz einfach Bremsenreiniger nehmen, ansprühen, mit einem Lappen drüber gehen, dass es einigermaßen sauber ist. Das gleiche auf der unteren Schraube. Bremsenreiniger säubern. Ich empfehle euch auch mit Druckluft auszublasen.
So, ruhig auch mit Druckluft hier arbeiten, damit ihr den Sand in der Umgebung entfernt. Je nachdem, wenn ihr hier viel Dreck und Schmodder habt, könnt ihr auch mit einer feinen Drahtbürste, das ist jetzt zu grob, aber es gibt kleinere Drahtbürsten, Messingbürsten zum Beispiel, den Platz hier drumherum sauber machen. Wenn ihr das Ganze sauber gemacht habt für euch, bei uns ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn ihr das sauber gemacht habt mit Druckluft, nochmal nachgehen. So, das war jetzt nun ganz allgemein, das sollte man generell immer machen, egal bei welchem Getriebe. Und nach diesem Verfahren sollte man das Ganze zunächst erstmal vorbereiten. Ich würde euch empfehlen, zuerst diese Schraube, die Öleinfüllschraube, zu öffnen. Einfach aus dem Grund. Angenommen, ihr macht erst diese Ölablassschraube auf und lasst das Getriebeöl raus. Dann ist soweit alles gut, das Öl ist irgendwann draußen. Danach müsst ihr neues, frisches Getriebeöl einfüllen. Wenn euch dann aber diese Schraube abnudelt und ihr bekommt diese Schraube hier nicht mehr auf, dann habt ihr ein Problem, weil dann ist das Getriebe ohne Getriebeöl und ihr könnt kein frisches Getriebeöl mehr einfüllen, weil ihr schon das Ganze rausgelassen habt. Deswegen gebe ich euch hier diesen Tipp. Als allererstes macht erstmal die Öleinfüllschraube auf, um sicher zu gehen, dass diese Öffnung auf jeden Fall geöffnet werden kann. Ich hatte es schon erlebt, dass diese Öleinfüllschraube abgenudelt war und sich nicht aufmachen ließ. Hätte ich in dem Moment aber schon das Getriebeöl herabgelassen, dann hätte ich richtig Probleme gehabt, weil wie bekomme ich das Getriebeöl wieder eingefüllt? Nur mit viel Mehraufwand. Daher mein Tipp an dieser Stelle, erstmal diese Schraube öffnen, lockern, um sicher zu gehen, dass diese sich auf jeden Fall öffnen lässt. Anschließend lassen wir das Getriebeöl hier raus. Beide Schrauben, sowohl die Einfüllschraube als auch die Ablassschraube, die bekommen jeweils 40 Newtonmeter. Das heißt, die sind ordentlich angezogen. Zum Lösen werde ich jetzt wieder einen Gelenkhebel verwenden. So, unser Gelenkhebel ist angesetzt. Jetzt löse ich das Ganze. Okay, das sieht gut aus. Die Schraube hat sich jetzt bewegt, das heißt, die Schraube ist quasi gelöst. Ich gehe jetzt von der Seite mit Druckluft ran und blase nochmal aus. Wieso mache ich das? Diese Schraube war über die Jahre fest. Jetzt habe ich sie angelöst, das heißt die Verkrustung, die sich um diese Schraube und um das Gehäuse des Schaltgetriebes gebildet hat, diese Verkrustung hat sich in dem Moment gelöst. Jetzt bin ich mit Druckluft nachgegangen und habe das von der Seite rausgeblasen. Komm, damit man das besser sieht, dass die Schraube sich auch dreht, mache ich hier eine farbliche Markierung. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera einigermaßen sehen. So. So, habt ihr gesehen? Es ist etwas Dreck herabgefallen. Das ist das, was ich meinte. Ich ziehe das Ganze jetzt hier ab. Schnapp mir wieder Druckluft. Schnapp mir wieder Druckluft. Und blase das Ganze nochmal aus. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher und mache die Schraube hier weiter auf. Ja, die Schraube lässt sich öffnen, sehr gut. Die Einfüllschraube kriegen wir problemlos raus. Wir sehen auch hier, es ist hier kein Dichtring vorhanden. Ich lasse diese Öffnung jetzt offen. Achtet darauf, dass euch da nichts reinfällt. Mache ich deswegen, wenn wir das Öl gleich hier ablassen, dann bildet sich da kein Unterdruck. Durch diese Öffnung gleicht sich das Ganze aus und das Öl kann schneller herausfließen. Jetzt nehmen wir uns eine Ölauffangwanne und holen diese Schraube hier raus. Leichter gesagt als getan, die will nicht raus. Mal sehen, welche Farbe das Öl hat. Oh. Ja, man muss die Auffangwanne entsprechend halten. Auch diese Schraube hier hat keinen Dichtring. So, wir sehen das Öl. Ich glaube, das ist original, ist es gelblich, hellbraun, gelblich. Das hier ist aber schon dunkler. Kurz gesagt, ja gut, das Öl hat schon etwas gearbeitet, also es hat schon seinen Dienst verrichtet. Wir werden uns das neue Öl gleich ansehen, wie es aussieht, welche Farbe das frische Öl hat. Ich gehe davon aus, das neue Öl, das hat eine hellbraune, dunkelgelbe Farbe. Das hier ist schon etwas dunkler. Naja gut, hat auch 130.000 Kilometer jetzt gelaufen. Ja, und jetzt heißt es einfach mal warten, bis das hier anfängt zu tropfen. So, das Getriebeöl ist nun draußen. Wir sehen, es tropft nur noch.
So, ich wische das Ganze jetzt hier ab und tue das Ganze mit der Schraube jetzt wieder verschließen. So, handfest quasi. Als nächstes mache ich diese Schraube ordentlich fest mit dem vorgesehenen Drehmoment. Diese Ablassschraube erhält 40 Newtonmeter. So, die ist fest. Wie ich es mir gedacht habe, ich habe hier das Getriebeöl, aber ich kann das hier nicht besonders gut einfüllen. Also man könnte sich den Zugang hier verschaffen, allerdings besteht die Gefahr, dass hier alles daneben läuft. Ich werde jetzt hier die Umfüllpumpe nehmen, damit hier nichts daneben läuft. So, ich habe das ganze Getriebeöl jetzt hier in unsere Flasche umgefüllt. Also das Öl ist auf jeden Fall gelblich, nicht dunkelbraun oder bräunlich wie das, was hier rauskam. Jetzt füllen wir das Ganze hier entsprechend ein. Dazu hängen wir das Ganze hier hinein. Das hängt. Und jetzt lediglich pumpen und dann das Öl entsprechend ins Getriebe befördern. Ich pumpe jetzt eine Zeit lang, das wird etwas dauern. Also der Füllstand vom Getriebe hier, also das Getriebe bekommt 1,67 Liter, 1,67. Das heißt, ich werde auf jeden Fall diese Flasche 1 Liter komplett einfüllen. Ja, das dauert jetzt ein wenig. Ich habe jetzt in das Getriebe 1,7 Liter eingefüllt. Ich habe zudem das alte Öl, was wir herausgelassen haben, kurz umgefüllt in leere Öldosen. Herausgekommen ist bei uns jetzt hier bei dem Getriebe 1,3 Liter. Ich habe jetzt hier 1,7 Liter eingefüllt und ich werde es dabei auch belassen. Quasi eine leichte Überfüllung. Mein Gott, ist halt so. Wer weiß, wo sich das Öl hier noch im gesamten System verteilen wird. Das heißt, die Auflagefläche machen wir wieder sauber. Aber so, dass hier kein Dreck hineinfällt. Jetzt nehmen wir wieder die Einfüllschraube. Wie ihr seht, hat die kein Dichtring. Setzen das Ganze an und verschrauben es. Und 40 Newtonmeter. Das war's. Jetzt nehme ich nochmal Bremsenreiniger und mache das Ganze hier kurz sauber. Es ist auch die Markierung an der Schraube weg. Auch hier oben. Das Ganze hier mit Bremsenreiniger sauber machen und dass diese Fläche hier unter diesen Schrauben, die Fläche sollte auf jeden Fall trocken sein. Und ansonsten war es das Ganze schon. Natürlich solltet ihr in der Probefahrt schauen, dass das Auto sich weiterhin vernünftig schalten lässt, etc. Nach der Probefahrt nochmal kontrollieren, dass diese Auflagefläche, also dass diese Flächen unter den Schrauben dicht geblieben sind. Ich werde für heute das Ganze jetzt abbrechen, weil es ist draußen kalt. Wir haben gerade Anfang Januar und ich verliere so langsam die Stimme bei der Kälte. So, das Getriebeöl haben wir jetzt ersetzt. Und wir sehen jetzt hier das alte Getriebeöl. Wir sehen, es ist dunkel. Das neue Getriebeöl, wir sehen, es ist hell. So sieht das Getriebeöl aus, wenn ihr das nicht wechselt nach 10 Jahren oder nach 130.000 Kilometern. Ich kann euch wie gesagt nur empfehlen, wechselt das Getriebeöl aus. Es ist nicht kompliziert, es geht schnell. So eine Umfüllpumpe, wie ich sie im Video verwendet habe, kann ich euch aber nur ans Herz legen, weil das erleichtert die Arbeit so ziemlich. Denn sonst müsst ihr mit diesem Rüssel, sage ich mal, mit diesem Einsatz in das Loch euch rein navigieren, das quasi so durchdrücken und rumfummeln. Das kann man vergessen. Dann könnt ihr auch die Flasche hier umbiegen. Das ist wirklich ätzend. Am besten einfach so eine Umfüllflasche kaufen und dann kann man die auch immer wieder verwenden, je nachdem, wenn man mal was mit Flüssigkeiten wieder tauschen muss oder umfüllen, einfüllen etc. So, kurz gesagt, es war Zeit, das zu ersetzen. Wie gesagt, nach meinen Unterlagen schreibt Ford das nicht vor. Ich kann es euch aber nur empfehlen, egal bei welchem Getriebe, wechselt die Getriebeöle aus. Denn im Endeffekt ist es euer Fahrzeug. Wenn euch ein Getriebe kaputt geht, ihr tragt die Kosten, nicht der Hersteller. Von daher tauscht es einfach aus, das kostet nicht die Welt. Wir sind hier unter 40 € Materialansatz. Wie gewohnt findet ihr die Artikel, die ich hier im Video verwendet habe, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das soll es nun aber genug gewesen sein. Ich hoffe, das Video hilft dem einen oder anderen von euch weiter. Von daher würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, aber auch über ein Kanalabonnement. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos zu dem Fahrzeug und zu anderen Fahrzeugen. Ihr könnt auf dem Kanal aber auch sehen,
anhand der Playlisten, welche Fahrzeuge ich bereits gemacht habe, und dort zu den Fahrzeugen findet ihr weitere Videos. Jetzt wird es aber draußen ziemlich kalt, es geht auf 0 Grad zu. Ich spüre meine Nase auch nicht mehr, ich gehe jetzt nach innen herein. Damit wäre ich hier an dieser Stelle quasi fertig. Ich wünsche euch viel Gesundheit, eine allzeit gute Fahrt und schaltet das nächste Mal wieder ein zu einem neuen Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.